Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich habe euch hier eine Basisreihe mitgebracht. Jetzt werden viele sagen so, naja, was ist denn das? Das ist eine Reihe Luftmaschen und eine Reihe feste Maschen obendrauf. Ja und nein. Natürlich kann man jede Häkelarbeit beginnen, indem man eine Reihe Luftmaschen macht und dann eine Reihe feste Maschen obendrauf. Oder man kann diese zwei Arbeitsschritte auch in einem arbeiten und sowohl die Luftmaschenkette als auch die Reihe mit festen Maschen gleich oben drauf häkeln. Das heißt dann Basisreihe oder im Englischen Foundation Crochet. Das macht es zum einen sehr schön locker, ne? Gerade wenn es nicht so fest sein soll. Ich habe jetzt hier ein bisschen extrem locker gehäkelt, aber das spart euch natürlich viel Zeit und Mühe, gerade wenn man immer so ellenlange Luftmaschenketten macht und daraus dann die Maschen rauspopeln muss. Das geht hier alles in einem Schritt. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie das geht. Und das zeige ich euch jetzt. So, für unsere Basisreihe fangen wir natürlich am Anfang mit einer Anfangsschlaufe an. So, die hole ich mir hier durch. Dann ziehe ich die fest und wir brauchen jetzt nur 2 Luftmaschen für diese Basisreihe aus festen Maschen. Das ist alles, was wir brauchen, und damit häkeln wir jetzt hoch. Wichtig für euch zu wissen ist, dass wir mit dieser Basisreihe sowohl die Luftmaschenkette als auch die erste Reihe von festen Maschen gleichzeitig machen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall im Gedächtnis behalten, denn das hilft euch gleich. Das heißt, ich steche jetzt hier in meine erste Luftmasche ein. So. Und dann habe ich die 2 Maschen auf der Nadel. Das wäre ja jetzt theoretisch schon eine feste Masche, ja. Aber wir ziehen das nicht durch die 2 durch, sondern wir machen zuerst unsere Luftmaschenkette da. Und dann haben wir wieder 2, dann arbeiten wir unsere feste Masche. Und das ist dieser Schritt, den ihr euch merken müsst. Jetzt haben wir hier den Bogen von der festen Masche, den senkrechten, und wir haben hier den Luftmaschenbogen. Wir wollen die nächste Luftmasche arbeiten, gehen also da rein, holen uns den Faden, machen die Luftmasche und arbeiten jetzt die feste Masche. Hier seht ihr es wieder, das ist der Bogen von der festen Masche und hier unten ist der Bogen von der Luftmasche. Da wollen wir rein, Faden holen, die Luftmasche arbeiten und die feste Masche arbeiten. Und hier wieder, da unten in den Luftmaschenbogen rein, Faden holen, Luftmasche arbeiten, feste Masche arbeiten. Und diese 2 Schritte dürft ihr nicht vergessen, das sind nämlich 2 und nicht nur einer, da müsst ihr darauf achten. Und ihr seht, das knubbelt sich hier oben ein bisschen zusammen und die Luftmaschenkette ist hier unten immer ziemlich eindeutig zu sehen. Und dann geht das hier durch. Das heißt, die Schritte sind unten rein, Luftmasche arbeiten als erstes und dann die feste Masche arbeiten. Und dann seht ihr, wenn ihr das seht, dieser erste Bogen, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ihr rein müsst, dieser Bogen hier, da gehen wir natürlich nicht rein, weil der gehört ja hier zu der festen Masche. Und der letzte, der hier unten hängt, das ist der, wo wir rein müssen. Faden holen, Luftmasche machen, feste Masche machen. Rein, Luftmasche machen, feste Masche machen. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann habt ihr hier oben eure ganz normale Reihe feste Maschen und hier unten ist eure Reihe Luftmaschen, die ihr sonst separat machen würdet, und ihr habt hier die erste Reihe feste Maschen und die erste Reihe Luftmaschen in einem gemacht. Das ist halt auch schön elastisch, das ist ganz praktisch für den Anfang. Könnt ihr natürlich fester häkeln. Ich habe jetzt hier ziemlich locker gehäkelt mit meiner Häkelnadel, die ist auch ein bisschen zu dick für das Garn. Aber im Prinzip geht das so. Und wenn wir die jetzt zählen wollen, dann gucken wir hier am Anfang. Hier hast du so ein Knubbelchen, das ist das Knötchen, das ist unsere erste, da wollen wir natürlich nicht hin. Hier ist unsere erste und dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Feste Maschen haben wir schon gearbeitet. Das heißt, wenn eure Arbeit bedeutet, ihr sollt 8 feste Maschen am Ende haben, dann wären wir jetzt hier fertig. Und dann könnt ihr hier am Ende einfach so den Faden rein
umdrehen, Wendeluftmasche machen und dann hier ganz normal durch beide Maschenglieder durchhäkeln. Und ihr habt sowohl die erste Reihe als auch, also die Luftmaschenkette als auch die erste Reihe gleichzeitig gehäkelt. So, ich hoffe, mein kleines kurzes Tutorial hat dir gut gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.